Der Gründer von Telegram, Pavel Durov, wurde verhaftet in Paris am Flughafen. Und ich möchte heute mit euch klären, was heißt das eigentlich für die Sicherheit eures Messengers, auch wenn das vielleicht gar nicht Telegram ist. Denn im Grunde genommen sind die ja nicht so unähnlich. Und ihr kennt das Format mittlerweile, es wurde super von euch akzeptiert, deswegen, nehmt bitte mein nicht komplett durchgeskriptet und durcheditiertes Video an. Nächste Woche kommt wieder ein ganz normales. Und wenn ihr Feedback habt, natürlich immer gerne. Zunächst einmal, warum wurde er eigentlich überhaupt festgenommen? Ihm wird vorgeworfen, dass er kriminelle Aktivitäten auf seiner Plattform nicht nur unterstützt hat, sondern auch dadurch gefördert hat. Und zwar Geldwäsche, Drogenhandel, Terrorismus und ich zitiere andere Formen des organisierten Verbrechens. Das sind schwere Vorwürfe, wenn man sowas gegen sich hat, das wird nicht lustig. Der Grund dahinter ist ganz einfach. Er weigert sich zu moderieren. Auf Telegram wird eigentlich nicht moderiert, zumindest nicht überall, kommen wir gleich dazu. Und Telegram wurde als soziales Netzwerk eingestuft. Das heißt, es hat einen ähnlichen Stellenwert wie Twitter, wie Instagram und wie YouTube. Und die moderieren eigentlich alle. Wobei bei Twitter, kann man sich drüber streiten. Das Schlimmste daran ist aber, zumindest für die Behörden, dass er sich weigert, mit ihnen zu kooperieren. Das heißt, selbst wenn eine Behörde eine Strafverfolgung und eine Durchsuchung beschließt, Telegram weigert sich, da irgendwas zu liefern. Also keine Informationen über die Nutzer, keine Informationen über die Chats und auch keine Backdoor, die sie ganz gerne haben. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Diskussion, die jetzt entbrannt ist, ist eigentlich eine relativ alte, und zwar die Free Speech versus Recht im Internet. Ja, das kennen wir mittlerweile. Viele sagen, durch diese Festnahme ist eigentlich eine Zensur durch eine Regierung gegeben, während die anderen sagen, das Internet darf kein rechtsfreier oder eher rechtsdurchsetzungsfreier Raum sein. Die Diskussion ist relativ alt, aber dazu will ich euch eine wichtige Sache zeigen. Telegram wird nämlich durchaus moderiert. Es gibt zwei Versionen von Telegram, was ihr vielleicht gar nicht wusstet. Die eine Version könnt ihr euch über den Google Play Store runterladen, oder zumindest konntet ihr das sehr lange. Und in dieser Version wird sehr wohl moderiert, wie man hier sehen kann in der Mitte. Da werden potenziell problematische Nachrichten einfach angezeigt als diese Nachricht kann auf dieser Version, die du im Google Play Store geholt hast, nicht angezeigt werden. Es gibt aber noch eine zweite, eine unzensierte Version, die man nur als APK herunterladen kann. APKs sind die Installationsdateien, quasi die .exe-Dateien für Android-Phones. Und die kann man sich einfach so installieren und da kann man dann plötzlich alles lesen, auch die eigentlich wegmoderierten Nachrichten. Das heißt also, selbst wenn Telegram nur 50 Mitarbeiter hat für 900 Millionen User, was es quasi unmöglich macht, es wirklich von Hand zu moderieren, logischerweise, es gibt eine moderierte Version. Es gibt also keine Ausrede, dass hier nicht moderiert wird, denn ja, es existiert eine Version, wo genau das so passiert. Warum machen sie das eigentlich beim Play Store? Naja, weil sie ansonsten einfach im Play Store nicht sein dürfen. Wenn sie sowas unterstützen, laut Google, fliegen sie aus dem Play Store. Das heißt, Telegram ist seltsamerweise compliant und hält sich an die Richtlinien des Google Play Stores und des Apple App Stores, aber eben nicht ganz, nicht komplett. Und hier müssen wir einmal ganz kurz über Russland reden, denn Russland benutzt Telegram relativ weitgehend und der Aufschrei war vor allem in Russland relativ groß. Dazu der Gründer von Telegram, Pavel Durov, ist gebürtiger Russe, aber er hat auch die französische Staatsbürgerschaft, deswegen wurde er in Frankreich verhaftet, und er hat die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Was weird ist, aber gut, sei es drum. Die Server stehen sowieso von Telegram überall auf der ganzen Welt verteilt. In Russland gab es jetzt allerdings einen relativ großen Aufschrei und ich habe hier einfach mal eine Quelle. Die Quellen sind alle unten verlinkt, da könnt ihr wie immer gerne reingucken. Hier schreibt jemand, der zuvor bei Russlands Verteidigungsministerium war, dass Telegram mittlerweile eine der wichtigsten Quellen ist und eine der wichtigsten Mittel, um die Einheiten im Ukraine-Krieg zu kontrollieren und hin und her zu schicken. Was die Sache ein bisschen seltsam macht, wenn man das sich mal überlegt.
Telegram ist nämlich, da kommen wir gleich noch dazu, nur bedingt verschlüsselt und bedingt nicht öffentlich. Außerdem schreibt laut derselben Quelle, dass wohl ohne Telegram, wie soll da die russische Armee eigentlich noch kämpfen? Das zitieren die hier 1:1. Und ich bin mir nicht genau sicher, inwieweit das wirklich so ausgebreitet ist und wirklich alles darüber läuft, aber es scheint zumindest nicht ohne zu sein. Und deswegen war natürlich der Aufschrei in gewissermaßen hoch, wenn man den Gründer von Telegram verhaftet, der potenziell die Möglichkeit hat, der NATO und NATO-Behörden hier Zugriff auf die Server zu geben. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Grund. Deswegen behaupten auch schon einige, dass die Gründe, warum der Telegram-Gründer eigentlich verhaftet wurde, eher vorgeschoben sind. Lustigerweise habe ich dann mal geguckt, wo Telegram eigentlich überall blockiert wird. Und in der EU ist Telegram nicht blockiert. Das ist durchaus in einigen Ländern der Welt blockiert, aber nicht in Russland, wie wir gerade schon gehört haben. Was interessant ist, denn Signal ist durchaus in Russland blockiert. Und auch Threema steht übrigens auf einer Liste der das Internet zersetzenden sozialen Medien, was bei Telegram nicht der Fall ist. Nun gut, also habe ich mich gefragt, was ist eigentlich genau der Unterschied? Warum wird Telegram-Gründer, warum wird der hier verhaftet, während WhatsApp, naja, ich meine, Mark Zuckerberg ist definitiv keine unbekannte Gestalt und auch die Leute hinter Signal und die Leute hinter Threema und die Leute hinter Matrix, denen passiert gar nichts. Und das trotz diesen Fakten hier. Und hier müssen wir ganz kurz über Verschlüsselung reden. Verschlüsselung gibt es in mehreren Varianten. Es gibt grundsätzlich erstmal, das ist das, wo wir hinwollen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Die ist gegeben bei Messengern wie WhatsApp, Messengern wie Signal und Messengern wie Threema. Wobei WhatsApp muss man hier ausklammern. WhatsApp gilt nicht unbedingt als sicher, weil es einfach nicht überprüfbar ist, weil niemand genau weiß, wie WhatsApp funktioniert, weil Facebook halt den Code nicht rausgibt. Bei Telegram ist Verschlüsselung nicht der Standard. Es gibt verschlüsselte Chats, also sogenannte Secret Chats, aber wenn ich ganz normal einen Chat mit euch aufmache, dann ist das nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. So, und hier müssen wir ganz kurz über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sprechen. Ende-zu-Ende bedeutet, dass wirklich zwei Benutzer miteinander verschlüsselt kommunizieren können. Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn wir zwei Leute haben, die hier miteinander kommunizieren wollen, dann hat jeder von denen einen sogenannten öffentlichen Schlüssel, das ist der ausgefüllte Schlüssel bei beiden, und einmal einen privaten Schlüssel. So, der öffentliche Schlüssel, das hört sich nach einem Schlüssel an, ist aber mehr sowas wie ein, wo ist eigentlich die Wohnung? Wo ist eigentlich das, wo ich hin möchte? Und diesen öffentlichen Schlüssel, den kann ich jedem geben. Jeder kann da sozusagen hinkommen und da passiert nichts. Den teile ich sozusagen mit anderen Leuten, einfach wie ich das möchte. Dieser öffentliche Schlüssel kann dann in Chatverläufen oder beim Chatten einfach benutzt werden, um eine Nachricht zu verschlüsseln. Das heißt, ich möchte eine Nachricht an das Axolotl schreiben, also Hallo zum Beispiel, dann wird das mit dem öffentlichen Schlüssel des Axolotl verschlüsselt und danach habe ich eine verschlüsselte Nachricht, die nicht mal mehr ich selber entschlüsseln kann. Denn zum Entschlüsseln dieser Nachricht braucht man jetzt den privaten Schlüssel, den geheimen Schlüssel, ja, der nicht ausgefüllt ist. Und den hat ja niemand außer der Person selbst. Das heißt, diese verschlüsselte Botschaft, die sieht für jeden einfach nach komplettem Murks aus. Niemand weiß, was da drin steht, nicht mal ich selber. Und die kann ich jetzt einfach übers Internet schicken und niemand kann damit irgendwas anstellen, außer dem Empfänger, den ich ja gewählt habe. Das heißt, der genaue Empfänger, der kann das Ding dann plötzlich entschlüsseln. So, und die große Krux hier an dieser Sache ist, niemand kann damit was anfangen. Das heißt, wenn ich mit dem öffentlichen Schlüssel von dir etwas verschlüssele, dann kann auch der Server im Hintergrund, also sprich die Betreiber von Telegram, von WhatsApp, von Signal, von Matrix und so weiter und so fort, die können nichts mit der Nachricht anfangen. Niemand weiß, wie das geht, weil ich ja mit deinem öffentlichen Schlüssel was verschlüsselt habe. Das heißt, selbst wenn die Behörden vollen Zugriff auf den Server haben, sie können die Nachricht trotzdem nicht lesen. Und
Das ist der wichtige Punkt hierbei. Telegram ist an sich schon verschlüsselt, auch in den normalen Chats, aber sie sind eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Das sind sie nur in den sogenannten Secret Chats. Wenn euch dieses Thema übrigens Spaß macht, dann möchte ich euch heute unseren Partner Masterschool vorstellen. Masterschool bietet eine Weiterbildung für die gesamte Tech-Branche an, und zwar komplett for free, was absolut faszinierend ist, zumindest für euch for free. Denn sie arbeiten mit der deutschen Regierung zusammen. Sie sind nämlich AZAF zertifiziert. AZAF ist eine Maßnahme, wo ihr einen Bildungsgutschein beantragen könnt, wenn ihr zum Beispiel arbeitssuchend bzw. arbeitslos seid und dann einfach einen Gutschein bekommt für so eine Weiterbildung, wie sie Masterschool anbietet. Das heißt, die haben dann mehrere Programme, zum Beispiel Datenanalyse oder Softwareentwicklung, oder wenn euch das mit dem ganzen Kryptozeug gerade Spaß gemacht hat, dann natürlich Cybersecurity. Und mit dem Weiterbildungsgutschein ist es komplett free für euch. Die Maßnahmen bestehen aus wöchentlichen Live-Vorlesungen und natürlich Aufgaben zum Selbststudium. Und gleichzeitig dazu habt ihr noch eine umfassende Karriereunterstützung, um sicherzustellen, dass ihr auch sehr gut auf Vorstellungsgespräche natürlich vorbereitet seid. Die Kurse werden dabei geleitet von Leuten, die wirklich Erfahrung mit dem Gebiet haben, zum Beispiel Leuten aus dem Bereich Cybersecurity von Microsoft oder Google, die durchaus einiges da an Erfahrung mitbringen und natürlich euch dann dementsprechend auch am besten etwas weitergeben können. Das Einzige, was ihr also machen müsst, ist einmal gucken, ob ihr überhaupt für diesen Gutschein in Frage kommt, und dazu könnt ihr ganz einfach meinen Link unten in der Beschreibung benutzen, denn dort drüber bekommt ihr die Möglichkeit, euch direkt bei Masterschool anzumelden, und die kümmern sich dann darum, ihr bekommt einen persönlichen Berater von Masterschool und die schauen dann gemeinsam mit euch, was da genau zu tun ist. Und wenn ihr für diese nächste Runde, die am 25.09. startet, wenn ihr dazu den Zulassungsprozess wirklich abschließt und dann auch wirklich dort anfangt und das Programm sogar abschließt, dann bekommt ihr nicht nur ein komplettes MacBook einfach kostenlos zu dem gesamten Programm dazu, das ihr dann sogar behalten dürft, sondern ihr bekommt auch ein paar AirPods dazu. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Angebot dafür, dass ihr im Endeffekt gar nichts bezahlen müsst dabei. Also gönnt euch die Weiterbildung, gönnt euch auf jeden Fall eine Karriere im Tech-Bereich. Es macht gerade sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel zu tun und können jeden Neuen in dem Bereich brauchen. Okay, aber zurück zum Thema. Die Verschlüsselung bei Telegram sieht in der Praxis dann ein kleines bisschen komplizierter aus. Das ist das Verschlüsselungskonzept von Telegram selbst. Das heißt, wenn ihr einen sicheren Chat wählt oder einen Secret Chat, dann nutzt ihr das MT-Proto-Protokoll. Ich will da jetzt gar nicht genau reindiven. Im Grunde genommen ist es ein sehr einfaches Protokoll, also Verschlüsselungsprotokolle. Aber es wurde leider auch schon mehrfach einige Sicherheitsprobleme dabei gefunden. Und zwar in dem Fall hier 4 Angriffe, die gerade erst letztes Jahr im März gefunden wurden. Und Telegram hat eine seltsame Art, damit umzugehen. Zum Beispiel haben sie hier gesagt, sie haben keine Hotfixes, also keine Notfallreparaturen, die sogar die Verschlüsselung hier betreffen. Sie machen das einfach ganz normal über ein ganz gewöhnliches App-Update. Und das ist komisch. Das macht man normalerweise nicht. Nun gut, während übrigens andere Verschlüsselungsprotokolle, die sind auch natürlich geprüft. Hier in dem Fall geht es um das Signal-Protokoll. Also Signal hat quasi sein eigenes Verschlüsselungsprotokoll gebaut, was übrigens nicht nur in Signal zum Einsatz kommt, sondern wahrscheinlich auch in WhatsApp, Wire, Facebook Messenger und noch einigen anderen. Und in diesem Fall wurde hier keine, ich zitiere, Major Flaw im Design gefunden. Das ist auch ein formaler Test gewesen. Das heißt, ja, also warum genau benutzt man eigentlich Telegram, wenn man Signal oder Threema oder gar Matrix benutzen könnte? Nun, ich habe da mal ein bisschen weiter überlegt. Also, wie gesagt, hier Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eigentlich bei den anderen Messengern besser, außer bei WhatsApp, weil man es bei WhatsApp nicht überprüfen kann. Deswegen habe ich überlegt, okay, an was liegt das eigentlich? Nun, wahrscheinlich auch mitverantwortlich für die Einstufung als soziales Netzwerk ist, dass man bei Telegram sogenannte öffentliche Gruppen bzw. Broadcast-Kanäle haben kann. Das heißt, ihr könnt dort etwas schreiben und jeder kann es lesen, beziehungsweise Gruppen können auch wirklich unendlich groß sein und man kann dann auch gemeinsam dort kommunizieren. Aber auch dieses Argument
um Telegram als soziales Netzwerk einzustufen, ist nur so halb gut. WhatsApp hat auch Kanäle, ihr kennt die vielleicht. Und bei Matrix reden wir über ein Protokoll, das grundsätzlich alles Mögliche erlaubt. Sogar sowas Ähnliches wie Discord. Und Discord ist definitiv ein soziales Netzwerk. Da kann ich so viele Kanäle aufbauen, wie ich möchte. Und da können auch so viele Leute drin sein, wie ich das will. Also auch das, die Einstufung ist ein bisschen schwierig. Und auch der ganze Rest ist übrigens bei den anderen Messengern fast ein bisschen besser. Forwarding, Anrufe, Anonymität, die Speicherung in der Cloud. Und außerdem, Secret Chats gibt es auf Telegram Desktop überhaupt nicht. Also warum genau sind alle so obsessed mit Telegram als dem anonymen, dem Datenschutz-Messenger? Nun, wie wir schon gehört haben, Telegram kooperiert nicht mit Behörden. Gar nicht. Also selbst wenn eine Behörde anklopft und fragt, hey, der da ist wahrscheinlich nicht so gut, kannst du uns da bitte ein paar Infos zu den Chats zukommen lassen? Nun, ich habe mal bei den anderen Messengern einfach mal geguckt. Und Signal hat eine ähnliche Historie mit potenziellen Gefährdern, beziehungsweise in dem Fall wohl bewiesene Gefährder, die auch Signal zum Kommunizieren benutzt haben. Und wir hatten das auch schon mit Leuten, die ihre Straftaten in Counter-Strike an die Wand geschossen haben. Man kann die Kugeleinschläge dann lesen und sich darüber zu etwas verabredet haben, was nicht ganz so legal war. Also auch andere, entweder verschlüsselt oder unverschlüsselte Messenger in Anführungsstrichen, dienen hier als Kommunikationsmittel. Und dann habe ich mal bei Threema nachgeguckt. Und Threema veröffentlicht sowas wie einen Transparenzbericht, zumindest nennen sie es so. Threema hat Schweizer Recht, weil sie Standort in der Schweiz haben. Das heißt, sie sehen sich gezwungen, mit Schweizer Behörden zu kooperieren. Und in dem Fall heißt das, wenn eine Schweizer Behörde einen formellen Antrag stellt, dass sie einen Chat mitlesen wollen, dann liefert auch Threema hier eine Backdoor, kann man sagen. Das bedeutet, die Schweizer Behörden müssen ganz genau sagen, diese Threema-ID, weil Threema nicht mit Telefonnummern arbeitet, diese Threema-ID, die quasi komplett unbekannt ist und nicht verbunden mit eurem Namen oder sonst irgendwie, zu der wollen wir bitte diesen Chat haben. Und dann ist Threema compliant. Das heißt, sie können natürlich den Schweizer Behörden nichts geben, weil sie selber nicht entschlüsseln können. Was sie aber tun können, ist entweder die verschlüsselten Daten abzugeben, beziehungsweise Metadaten, mit wem man noch gechattet hat, das geht. Und was sie auch machen können, ist diese berühmte Backdoor. Backdoor bedeutet für einen Messenger dann, dass sie im Grunde genommen zukünftige Chats nicht mehr verschlüsselt anbieten. Das heißt, die Behörden bekommen sowas wie einen Gruppenzugriff. Also jeder Chat, den ihr führt, wird dann zu einem Gruppenchat mit den Behörden. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also alles, was ihr schreibt, wird dann auch für eine Behörde mit verschlüsselt. Aber das ist nicht wirklich häufig passiert. Wie wir hier sehen können, sind im Jahr 2023 nur 177 Requests eingegangen. Also 177 Mal haben die Behörden gesagt, wir wollen genau diesen Chat da mitlesen. Und genau das haben sie dann auch gegeben. Es ist also was ziemlich anderes im Vergleich zu sowas wie Chat-Kontrolle, wo einfach alle Chats per se von der EU mitgelesen werden würden und dann sogar automatisiert analysiert werden würden. Deswegen wehren sich hier Threema und Signal auch so hart dagegen. Bei Matrix ist das sogar noch ein bisschen beeindruckender. Matrix ist ein dezentrales Netzwerk. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie E-Mail, ja? Ich kann mit Matrix zum Beispiel bei meinem eigenen Server sein, also meinen eigenen Server zu Hause betreiben. Ihr könnt bei einem Anbieter wie Gmail sein, nur eben nicht Google, sondern ein anderer Anbieter, der einen Matrix-Server betreibt. Und selbst die deutschen Behörden betreiben manchmal Matrix-Server und kommunizieren darüber. Das heißt aber auch, ein Server kann oftmals gar nicht die Nachricht entschlüsseln, beziehungsweise kann gar nicht angefragt werden. Es gibt keinen einen Server, den ich anfragen könnte, kein Unternehmen, das sich fragen könnte, ob sie mal kurz die Chats mitlesen lassen könnten. Es gibt es nicht. Sprich, ich müsste, wie bei einer klassischen Hausdurchsuchung eigentlich, den Server infiltrieren zu Hause und darüber dann plötzlich dann zukünftige Chats erst mitlesen. Selbst vergangene Chats kann man in Matrix nicht mehr mitlesen. Es ist also mehr ein
Telegram möchte nicht mit den Behörden kooperieren, obwohl sie könnten. Es gibt durchaus Daten, die bei Telegram auf den Servern liegen, und es gibt durchaus die Möglichkeit für Telegram, sowas wie eine Backdoor, so wie Threema, bereitzustellen, sodass zukünftige Chats durchaus entschlüsselt wären, selbst wenn es ein Secret-Chat ist. Oder gar die Metadaten, die IDs bzw. die Telefonnummern. Viele sind dort einfach mit Telefonnummer registriert. Das heißt, Telegram weigert sich einfach überhaupt irgendwie zu helfen, während die anderen Messenger, die tun einfach das, was sie können. Sie können nicht viel, aber das, was sie können, das versuchen sie zu machen. Und ich glaube, da liegt der große Unterschied, dass die Messenger eben nicht wollen oder nicht können. Und hier muss man natürlich immer überlegen, wem vertraut man eigentlich, beziehungsweise was genau will man eigentlich schützen. Wenn man einfach nur seine Chats mit Freunden schützen möchte, dann ist Chatkontrolle natürlich etwas ziemlich Bösartiges. Wenn man aber wirklich kriminelle Energie hat, ich glaube, dann findet man leider immer Wege. Sei es, wenn ich bei CSGO an die Wand irgendwas schieße, was dann eine Nachricht für jemand anderes in meiner Lobby ist. Nun gut. Was genau der wahre Grund für die Verhaftung ist, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen auch nicht, was jetzt mit Pavel Durov passieren wird, aber ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen einmal hier kurze Empfehlung, beides vollständig kostenlos natürlich für euch. Der Newsletter, wo ihr einmal in der Woche alle IT-News bekommt, die wirklich bedeutsam waren, und einmal natürlich Instagram, wo ihr vielleicht auch mal ein paar mehr Videos von mir mitbekommt als nur auf diesem Kanal. Ich habe zum Beispiel gerade erst eine Reaction hochgeladen, wo ich Memes teile, aber vielleicht auch ein paar private Stories. Dementsprechend danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.